Naja, die Wahrheit ist ja, dass es eine Eskalation gibt. Und die Eskalation geht von Putin aus. Ob jetzt das mit dem Telefonat von Olaf Scholz zu tun hat oder nicht. Aber in den letzten Tagen ist eine weitere massive Eskalation zu sehen. Und die findet statt in der Bombardierung von Kinderzimmern, von Zivilisten. Es gibt Drohnen, die darauf gerichtet sind, Menschen, die sich alleine in Straßen bewegen, abzuschießen, zu treffen. Es geht um Krankenhäuser. Und das, was umgekehrt passiert, was die Ukraine tut und tun will, ist, auf russischer Seite militärische Ziele zu treffen. Das ist das, worüber wir reden. Und wenn wir über rote Linien sprechen, dann muss man sagen, dass Putin eine rote Linie nach der anderen überschreitet und nicht nur die Ukraine malträtiert, nicht nur dafür sorgt, dass Zivilisten getroffen werden, dass Krankenhäuser bombardiert werden, dass Kinder zwangsadoptiert werden. Das gehört ja alles dazu. Wir sollten das nicht vergessen, sondern er signalisiert ja sehr klar, und das kann man an Lavrov ja gerade sehen, dass er nicht aufhören will. Und das ist die Gefährdung unserer Sicherheit. Nicht, was wir mit der Ukraine-Unterstützung machen, sondern das, was wir nicht machen. Wir müssen dafür sorgen, dass es Augenhöhe gibt für Verhandlungen, dass es Frieden gibt, dass der gerecht ist und wirklich stabil. Hey Leute und herzlich willkommen. Seit wann ist Katrin Göring-Eckardt eigentlich Ukraine-Krieg-Expertin? Sie will jetzt plötzlich Stärke zeigen, ausgerechnet von einer Partei, die früher für Frieden stand, während Sarah Wagenknecht vor einer gefährlichen Eskalation warnt. Könnte ich wetten, dass Göring-Eckardt im Wahlkampf jetzt in jeder Talkshow ihr hochqualifiziertes Fachwissen zum Ukraine-Krieg preisgibt. Was steckt wirklich dahinter? Lasst uns eure Meinung in den Kommentaren wissen. Liked das Video und abonniert, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Bleibt dran, das wird spannend. Auf geht's! Zwei Frauen, beide in Thüringen geboren, 66, 69, haben Sie in den 15 gemeinsamen Jahren im Bundestag eigentlich bei irgendeinem Thema festgestellt, dass Sie das verbindet? Also natürlich, ich würde sagen sofort. Es gibt in der Sozialpolitik eine ganze Menge Fragen, wo ich sagen würde, das verbindet uns. Das würde ich schon denken. Wir waren mal zusammen essen, da haben wir viel darüber gesprochen, wie es weitergehen kann. Aber das war bevor Sarah Wagenknecht, das Bündnis Sarah Wagenknecht gegründet hat und es nur noch um sie selber ging. Ach so. Naja, das ist jetzt ein bisschen billig, Frau Göring-Eckardt. Also ich meine, in Thüringen, klar geht es in Thüringen um viele Dinge, die wir auch im Bundestag verhandeln. Also dass zum Beispiel die Finanzspielräume sehr eng sind, dass es wirklich schwer ist, in den Koalitionsverhandlungen Verbesserungen durchzusetzen. Wir haben in Thüringen ja ein Riesenproblem, dass ganz viele Stunden ausfallen beim Unterricht. Also ich weiß, Sie antworten immer, ich bewundere das total an Ihnen. Ich stelle eine Frage und Sie kommen mit Programm. Aber das würde mich mal interessieren. Wo sind die Gemeinsamkeiten mit Katrin Göring-Eckardt? Gibt es etwas, was Sie quasi als Thüringerinnen verbindet, wo man es merkt? Also ich weiß nicht, was Frau Göring-Eckardt vielleicht in Thüringen auch mag. Ich mag Weimar, ich mag den Thüringer Wald, weil ich da ja geboren bin und weil das wirklich für mich noch Heimat ist. Aber ich denke, in der Politik geht es um andere Dinge. Und zum Beispiel in Thüringen gibt es auch sehr, sehr viele Automobilzulieferer, die jetzt in einer tiefen Krise sind, weil die Ampel eben die Weichen falsch gestellt hat, weil wir diese Wirtschaftskrise haben. Und für mich ist eigentlich jetzt viel, viel wichtiger, wie wir dort rauskommen. Und alles klar. Würde schon gerne noch etwas zu dem Punkt sagen, ob wir jetzt regieren müssen was wollen zu dem oder Punkt nicht. sagen, aber bevor wir über die Thüringer Verhältnisse reden, müssen wir über die Sache reden, nämlich Krieg und Frieden und die Frage eben, wer da welche Entscheidungen trifft, denn darum geht es ja in Thüringen. Frau Wagenknecht, das Bündnis Sarah Wagenknecht teilt ja eben mit der AfD die Position zum Ukraine-Krieg. Die Grünen, sagen Sie dagegen, die seien oder streben in eine Kriegskoalition Merz-Habeck. Sie glauben, wenn die gewinnen und mit Herrn Merz regieren, dann gibt es Krieg? Na, zumindest habe ich wahrgenommen, dass Herr Merz Russland ein Ultimatum stellen möchte und dann relativ schnell Taurus liefern möchte. Herr Habeck hat sich dafür auch ausgesprochen. Ich bin noch nicht mal sicher, ob Scholz, also wenn er Kanzler bliebe, eine Gewähr dagegen wäre, weil er immer wieder umgefallen ist. Aber wenn bei denen, die klar ankündigen, dass sie das machen, muss man einfach darüber reden, was die Konsequenz ist. Und die Konsequenz wäre ja wirklich,
Bundeswehrsoldaten programmieren Raketen, die tief nach Russland reichen. Das ist praktisch eine Kriegserklärung an Russland. Und ich finde es wirklich fahrlässig und unverantwortlich bei so einer zentralen Frage. Da geht es um Leben und Tod. Da können wir doch nicht immer wieder austesten, welche roten Linien können wir überschreiten. Bisher ist nichts passiert. Ja, wir haben Panzer geliefert, wir haben vieles geliefert. Noch ist nichts passiert. Aber bitteschön, wir können doch nicht immer weitergehen. Irgendwann wird etwas passieren. Und das, was dann passiert, ist so eine Tragödie, ist so eine Katastrophe für unser Land, dass ich das wirklich unverantwortlich finde, einen solchen Weg einzuschlagen. Kriegskoalition ist das Stichwort. Naja, die Wahrheit ist ja, dass es eine Eskalation gibt. Und die Eskalation geht von Putin aus. Ob jetzt das mit dem Telefonat von Olaf Scholz zu tun hat oder nicht. Aber in den letzten Tagen ist eine weitere massive Eskalation zu sehen. Und die findet statt in der Bombardierung von Kinderzimmern, von Zivilisten. Es gibt Drohnen, die darauf gerichtet sind, Menschen, die sich alleine in Straßen bewegen, abzuschießen, zu treffen. Es geht um Krankenhäuser. Und das, was umgekehrt passiert, was die Ukraine tut und tun will, ist, auf russischer Seite militärische Ziele zu treffen. Das ist das, worüber wir reden. Und wenn wir über rote Linien sprechen, dann muss man sagen, dass Putin eine rote Linie nach der anderen überschreitet und nicht nur die Ukraine malträtiert, nicht nur dafür sorgt, dass Zivilisten getroffen werden, dass Krankenhäuser bombardiert werden, dass Kinder zwangsadoptiert werden. Das gehört ja alles dazu. Wir sollten das nicht vergessen, sondern er signalisiert ja sehr klar, und das kann man an Lavrov ja gerade sehen, dass er nicht aufhören will. Und das ist die Gefährdung unserer Sicherheit. Nicht, was wir mit der Ukraine-Unterstützung machen, sondern das, was wir nicht machen. Wir müssen dafür sorgen, dass es Augenhöhe gibt für Verhandlungen, dass es Frieden gibt, dass der gerecht ist und wirklich stabil. Weil Sie es ansprechen, darf ich einmal das noch mal zeigen. Das sind Bilder, die uns erreicht haben jetzt an diesem Wochenende. Wenn wir über Krieg und Frieden reden, dann muss man über den Krieg auch, muss man ihn auch sehen. Das sind die Luftangriffe seit Beginn, die heftigsten seit Beginn des Krieges. Die waren an diesem Wochenende nach dem Telefonat am Freitag zwischen Olaf Scholz und Wladimir Putin. Das sind Wohnhäuser, das sind Kraftwerke, das sind eben Dutzende Zivilisten, die gestorben sind, Frau Wagenknecht. Was macht Sie denn so sicher, dass das, was Sie immer einfordern, das Reden mit Putin, eben dieses verhindern soll? Sie gucken gar nicht hin. Natürlich gucke ich hin. Und ich meine, dass dieser Krieg so entsetzlich ist, dass die Menschen derart leiden, dass jeden Tag Hunderte, vielleicht Tausende, auch junge Männer an der Front sterben. Das ist doch ein Grund mehr, dass man alles dafür tun muss, jetzt einen Waffenstillstand zu erreichen. Und nur mit einem Waffenstillstand lässt sich dieses Leid beenden. Herr Scholz hat mit Putin telefoniert. Haben Sie das Gefühl, der ist empfänglich für die Botschaften für den Frieden? Na, zumindest haben Sie selbst vorhin Herrn Zelensky eingespielt. Zelensky hat gesagt oder hat das Telefonat mit der Begründung kritisiert, dass Putin dadurch den Weg für Verhandlungen quasi geöffnet bekommt. Nein, ja, was anderes brauchen wir? Wir brauchen doch Verhandlungen. Doch, er hat das gesagt. Wir brauchen doch Verhandlungen und wir brauchen Gespräche mit beiden Seiten. Und ich finde auch nicht, dass man jetzt warten kann, bis Donald Trump Präsident wird. Weil Trump ist unberechenbar. Ob Trump Frieden bringt oder nicht Frieden bringt, das weiß niemand. Wir haben hier ein existenzielles Interesse hier in Europa, weil wir sind viel dichter dran als die Amerikaner, diesen Krieg zu beenden und mit Waffenlieferungen. Ich erinnere daran damals, als die Bundeswehrsoldaten oder Bundeswehroffiziere über Taurus gesprochen haben. Da war eine Aussage des einen Obersts, der gesagt hat, den Krieg wird das nicht verändern, weil an der Front wird es nichts verändern. Wir haben 2,5 Jahre Waffen geliefert, immer neue Waffengattungen. Immer wurde gesagt, das ist der Gamechanger. Jetzt liefern wir die Leopard, jetzt liefern wir das Nächste. Es waren keine Gamechanger und die Situation der Ukraine ist heute schlechter und schwieriger als noch vor 2 Jahren. Das heißt, immer mehr Waffen bedeuten höchstens, dass wir immer mehr zur Kriegspartei werden. In der Ukraine verändert und verbessert sich dadurch nichts. Und deswegen müssen wir einen anderen Weg einschlagen. So, das sind 2 Dinge. Wir nehmen sie noch mal auseinander und fangen wieder bei dem Telefonat an. Sie sagen, das stimmt nicht, dass Zelensky Olaf Scholz kritisiert hat oder gesagt hat, das Telefonat öffnet Friedensverhandlungen? Nein, es ist ja klar, dass Zelensky gesagt hat, was ist das für ein Zeitpunkt. Und es ist auch klar, dass Zelensky befürchtet hat, dass das geschieht, was geschehen ist. Nämlich, dass Russland sagt, in dem Fall war es Lavrov, der Außenminister, dass er sagt, ja, das habt ihr ja prima gemacht. Weil es letzten Endes
nicht eine klare Konsequenz für Putin gibt. Das ist ja das, was Herr Merz vorgeschlagen hat. Ich bin jetzt nicht eine Freundin von Herrn Merz, aber der hat ja sehr klar gesagt, ganz deutlich, wir liefern dann einen Taurus, wenn Putin dafür nicht anfängt. Er hat gesagt, er soll aufhören, die Zivilisten zu bombardieren. Wenn er es nicht tut, dann würde man liefern und dann hätte man sozusagen. Das war eine ganz klare Adresse an Putin. Ja, aber glauben Sie ernsthaft, dass die Atommacht Russland sich von uns erpressen lässt? Ja, die Platte kennen wir schon. Und wenn Sie jetzt mit der Atomkraft mit der Atommacht kommen, will ich eines sagen. Das ist ja die neuerliche, ich weiß nicht, wie oft wir das schon gehört haben von Ihnen und auch von Putin, wie oft wir das schon gehört haben. Da wird an die Urangst appelliert. Wer glaubt, dass Putin anfängt, Atomschläge zu machen, der versteht nicht, dass das für Russland, für Putin selber das Allergefährlichste wäre. Und was er will, ist, dass wir Angst haben. Das ist seine größte Waffe und sie bewirtschaften diese Angst. Und ich will, dass wir Stärke zeigen, dass wir Europa sichern, dass wir der Ukraine helfen. Das ist unsere Uraufgabe. Jetzt, Frau Wagenknecht. Ich finde das unverantwortlich. Was heißt hier Stärke zeigen? Ich meine, natürlich, ich habe gelesen, lassen Sie mich jetzt bitte auch ausreden. Die US-Geheimdienste haben im Sommer gewarnt. Deswegen hatte Biden ja auch zunächst diese Entscheidung zurückgehalten. Die haben gesagt, wenn man die Reichweitenbeschränkungen aufhebt, dann ist Ihre Einschätzung, dass Russland tatsächlich dazu übergeht, Militärstützpunkte der NATO auch auf NATO-Gebiet anzugreifen. Es ist nicht ganz klar, was Biden jetzt entschieden hat. Also ob die Reichweitenbeschränkungen insgesamt aufgehoben wurden oder nur in der Region Kursk, so sieht es aktuell aus. Aber wir machen seit 2,5 Jahren eine Strategie, verfolgen wir eine Strategie, dass wir austesten, welche roten Linien wir immer wieder überschreiten können. Und bisher ist nichts Dramatisches passiert. Für Sie? Nordkoreanische Soldaten in Kursk, ist das irgendwie eine neue Situation für Sie? Ja, aber das kann doch trotzdem nicht dazu führen, dass wir jetzt den Weltkrieg beginnen. Das kann doch trotzdem nicht dazu führen, dass wir in einen Krieg eintreten. Und wenn Sie sagen, dieses Ultimatum von Herrn Merz, also bitteschön, wir haben keine Atommacht, wir haben keine Atomwaffen. Zu sagen, wir erpressen jetzt Putin mit diesem Ultimatum, das ist geradezu lächerlich. Und ich fand es schon auch sehr bemerkenswert, auch wie Zelensky reagiert hat. Donald Trump hat mit Putin telefoniert. Da hat Zelensky keine Kritik dran geübt. Das ist nicht bestätigt, Frau Wagenknecht. Sie wissen das. Es ist weder von den USA noch aus Moskau bestätigt, dass sie miteinander telefoniert haben. Ich sage es einfach nur dazu. Es ist zumindest gemeldet worden. Ja, gemeldet wird viel, aber es ist nicht bestätigt worden von beiden Seiten. Es ist doch aber richtig, dass man redet. Und auch wir wissen, die Amerikaner haben immer Gesprächskanäle nach Russland aufrechterhalten. Ja. Wir haben aktuell diplomatische Kanäle nicht mehr. Das heißt, wir machen uns abhängig. Wir können uns doch nicht abhängig machen von einem künftigen Präsidenten Donald Trump und wir sollten uns auch nicht von Biden abhängig machen. Natürlich haben wir diplomatische Kanäle. Nein. Wir haben einen Botschafter dort. Wir haben diplomatische Kanäle zum Beispiel, weil es gelungen ist, entführte Kinder wieder zurückzubekommen. Wir haben diplomatische Kanäle, wo wir dabei helfen. Selbstverständlich haben wir die. Selbstverständlich ist es richtig zu reden. Aber es ist nicht richtig. Selbstverständlich ist es richtig zu reden, immer wieder. Ja, aber es ist auch wichtig, Augenhöhe herzustellen, damit Putin einlenkt und damit es zu echten Friedensverhandlungen kommen kann. Ich will noch einmal erinnern, wenn ich darf. 2014 wurde dieser Fehler schon einmal gemacht. Damals gab es einen unsicheren Frieden, einen faktischen Diktatfrieden, wo man Putin gelassen hat und er konnte machen, was er will. Und das hat dazu geführt, dass dieser neue Krieg 2022 ausgebrochen ist. Und ich will das nicht nochmal. Wir müssen konsequent sein für einen nachhaltigen Frieden. Wer wollte das denn nicht? Frau Wagenknecht, was heißt denn nachhaltiger? Darf ich Sie was fragen, weil Sie gerade sagen, dass wir wir brauchen doch einen realistischen Plan für den Frieden und nicht irgendwelche moralischen Wünsch-dir-was-Spiele, die einfach nicht realistisch sind und in der Konsequenz sterben weiter Menschen, leiden weiter Menschen, jeden Tag in der Ukraine. Darf ich Sie eine Frage Ihnen stellen? David Schwarzendahl ist ein Mitglied des BSW. Der hat Folgendes gepostet. Wenn Merz und Habeck weiter dem irren Kurs von Biden folgen, machen sie Deutschland mit voller Absicht zur Zielscheibe. Soweit sagen Sie es auch. Sie treiben unsere Heimat in einen Krieg. Sie wollen unsere Kinder an die Front schicken. Das hat das offizielle Bündnis Sarah Wagenknecht, der offizielle Account von Bündnis Sarah Wagenknecht repostet. Ist das Ihr Ernst? Wollen Sie den Menschen sagen, dass Habeck und Merz unsere Kinder an die Front schicken wollen?
ob wollen im Sinne von Absicht, aber es ist die Konsequenz, wenn wir einen Weg gehen, der uns mehr und mehr zur Kriegspartei macht. Und wir haben ja immer mehr Schritte. Ich meine, Herr Pistorius will uns kriegstüchtig machen. Herr Merz sagt, er will ein Ultimatum stellen und danach Taurus liefern. Und dann sind die Kinder, unsere Kinder gleich an der Front. Ich wollte nur wissen, ob sie gleich an der Front sind. Zumindest gehen wir doch sehr strikt in einen Weg, der uns zu einem Krieg mit Russland führt. Und ich halte das für eine hochgefährliche Strategie. Und ich finde, Leute, die das machen, sind Hasardeure. So, das ist etwas, was man nicht darf. Man darf nicht damit spielen, dass unser Land in einen Krieg mit einer Atommacht eintritt. Herr Habeck unterstützt diesen Kurs, sagt nicht nur Sarah Wagenknecht. Und die Frage, die wir jetzt ernsthaft diskutieren wollen, ist, führt der dazu, dass wenn man sozusagen immer weiter, auch so weit wie es nötig ist, wie es immer heißt, die Ukraine unterstützt, dass am Ende tatsächlich deutsche Soldaten unsere Kinder an der Front sein könnten? Das ist die ernste Frage dahinter. Das ist ja Bewirtschaftung von Angst. Und das machen Populisten. Das ist immer dasselbe. Ja. Und deswegen, ich will es aber in der Sache auch gerne beantworten. Bitte, können Sie ausschließen, dass am Ende... Weil es ist doch völlig klar, nein, wir treten nicht in diesen Krieg ein. Das ist völlig selbstverständlich. Das haben alle gesagt und das ist auch ganz klar und davor soll auch niemand Angst haben. Wofür wir aber Sorge haben müssen, das ist doch, dass wir von Putin in Europa eine weitere Destabilisierung gezielt bekommen. Und die bekommen wir militärisch. Und die bekommen wir durch einen hybriden Krieg, nämlich durch Angriffe im Netz auf die Politik, die instabil gemacht werden soll, auf die Demokratie, die instabil gemacht werden soll. Vor einer Sache hat Putin ja wirklich Angst. Das ist vor der Demokratie. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir übrigens gemeinsam als Europäerinnen und Europäer, das können wir gar nicht allein als Deutschland, dass wir gemeinsam als Europäerinnen und Europäer da klar sind, unseren Kontinent, Europa zu schützen. Und da gehört die Ukraine dazu. Ich möchte gerne wissen, ob Sie am Ende dazu führen kann, am Ende dazu führen kann, dass tatsächlich dann der Einsatz auch deutscher Soldaten in so einem Krieg nicht mehr ausgeschlossen ist. Das muss man ja zu Ende denken. Ich finde, man muss alle diese Sachen zu Ende denken. Ja. Aber es geht um nichts anderes als darum, Verhandlungen auf Augenhöhe zu erzwingen und nicht in einen Krieg einzutreten. Deswegen ist die Erlaubnis auch von Biden, die jetzt erteilt worden ist, ganz klar bezogen auf militärische Ziele, auf nicht irgendetwas anderes. Frau Wagenknecht, Sie haben die Chance, das ist jetzt der Punkt, über den wir gerade geredet haben, das Bündnis Sarah Wagenknecht hätte die Chance, quasi in 3 Landesregierungen zu sitzen. Brandenburg scheint zu klappen. Sachsen sind sie aus den Gesprächen ausgestiegen. In Thüringen gibt es eine Landesvorsitzende, die gerne regieren möchte und die dafür auch mit den Partnern CDU und SPD eine Friedensformel, die gefordert ist, von ihnen gefunden hat, aber die gefällt ihnen nicht. Die Frage, die sich stellt, ist der Wortlaut einer solchen Formulierung wichtiger als in Thüringen Schulen, Sicherheit, Soziales dann wirklich auf den Weg zu bringen? Nein, das steht überhaupt nicht alternativ, sondern wir haben immer gesagt, wir wollen auf der einen Seite natürlich, auch wenn wir mit Parteien wie der CDU koalieren, schon eine gewisse Gemeinsamkeit haben, auch in der Formulierung dessen, wofür sich diese Landesregierung einsetzt, nämlich nicht für Taurus und nicht für Mittelstreckenraketen in Deutschland, sondern für Frieden. Und wir wollen gleichzeitig, dass sich das Leben der Menschen in dem Bundesland ganz konkret verbessert durch bessere Schulen, bessere Pflege, aber wenn Sie nicht bessere innere dann können Sicherheit. Sie Schulen, Pflege und so weiter gar nicht mitbestimmen. Und es gab tatsächlich Kritik in der Partei. Es gab Kritik an dem Sondierungspapier und an der Friedenspräambel. Es ging nie nur um die Friedenspräambel. Und jetzt wird weiter verhandelt. Und ich habe den Eindruck bei den Verhandlungen, dass diese Kritik geholfen hat, jetzt wesentliche Verbesserungen zu erreichen gegenüber dem Sondierungspapier. Und man wird jetzt sehen, wie der Koalitionsvertrag aussieht. Nach allem, was ich weiß, sieht er deutlich anders aus als das Sondierungspapier. Und darüber sind wir sehr froh. Aber dafür musste es diesen Druck geben. Und am Ende, natürlich wollen wir in Landesregierungen eintreten, wenn wir dadurch das Leben der Menschen in diesen Ländern verbessern können. Das haben wir in Brandenburg so entschieden und in Thüringen auch. Und in Sachsen war es leider daran gescheitert, dass wir gespürt haben, dass es einerseits in der CDU einen relevanten Teil gab, der das nicht wollte, und auch bei der SPD tatsächlich auch egoistische Dinge eine Rolle spielten. Ein Wirtschaftsminister, der seinen Job verloren hatte, der deswegen die Verhandlungen torpediert hat. Wir wollen doch, dass sich etwas Positives verändert. Dafür sind wir angetreten, dafür haben wir diese Partei gegründet. Ja, also von Katja Wolf und den Thüringer Landeskollegen klingt das manchmal anders. Ich möchte noch mal gucken, sie hat ja, Katja Wolf, am Anfang gedacht, sie hätte mehr Beinfreiheit bei dem, was sie da einfach vor Ort verhandelt. Vor den Wahlen hat sie dieses noch dem Kollegen Thilo Jung dazu gesagt.
Ein Teil der Wahrheit ist, dass sie uns natürlich in Thüringen ein hohes Maß an Autonomie nicht nur versprochen hat, sondern dass klar war, dass wir einen Landesverband gründen könnten, der in einer hohen Eigenverantwortung arbeitet. Ganz klar, die Aufgaben, die in Thüringen liegen, liegen in Thüringen. Die Frage, mit wem wir reden, entscheidet nicht Sarah Wagenknecht, sondern der Thüringer Landesverband. Wenn Frau Wolf jetzt einem Koalitionsvertrag zustimmt, den sie gut findet, aber Sie finden den nicht gut, muss sie dann austreten? Nein, ich glaube gar nicht, dass die Frage sich stellt, sondern wir hatten in Thüringen eine Mitgliederversammlung. Dort gab es relativ starke Kritik, sowohl an den Sondierungsergebnissen als auch an der Präambel. Und es gab jetzt die Verhandlungen über den Koalitionsvertrag. Und meiner Information und Hoffnung ist jetzt sind die Dinge auf einem besseren Weg, auch weil dadurch den anderen Parteien deutlich gemacht wurde, wir sind eben nicht zu billig zu haben. Weil was die Menschen doch nervt, ist, wenn Parteien vor der Wahl etwas versprechen, nach der Wahl werfen sie alles über Bord und sind nicht erkennbar. Wir wollen glaubwürdig bleiben. Das sieht, denke ich, Katja Wolf ganz genauso wie wir. Wir gehen doch nur in eine Regierung, wenn wir in einem Koalitionsvertrag auch unsere Handschrift durchsetzen können, weil dafür sind wir doch gewählt worden. Wir sind doch nicht einfach gewählt worden, um Machtreserve für ein Weiter so zu sein. Und das ist unser gemeinsames Anliegen. Jawohl. Ich hoffe, das gelingt. Die Verhandlungen sind ja heute noch gelaufen. Und wenn es gelingt, werden wir in diese Regierung gehen. In Brandenburg war es von vornherein insoweit besser, weil die SPD aufgeschlossener war, dort auch sich auf uns zuzubewegen. Und das ist doch die Voraussetzung. Man darf doch keine Regierung auf den Weg bringen, die nachher sind wie die Ampel, wo man sich die ganze Zeit bekämpft, dass das dem Land nicht gut tut. Das haben wir jetzt 3 Jahre erlebt und das ist bei Bundesländern ähnlich. Man muss schon gemeinsam an einem Strang ziehen, sonst hat es keinen Sinn, weil man sonst nichts Positives bewegt. Frau Wagenknecht, da einen Punkt, dass man sagt, wenn man in der Wahl etwas verspricht, dann muss man es als Partei auch einfach über die Ziellinie bringen. Und zwar im Zweifel möglicherweise auch ohne allzu schwierige oder parteiverändernde Kompromisse einzugehen. Wie die Grünen in der Ampel. Na, ich glaube, das Problem an der Ampel waren jetzt nicht die Kompromisse, sondern es war ehrlich gesagt, dass man nicht hinbekommen hat, das zusammen für die Grünen zu führen. Die Kompromisse auch und, an der einen oder anderen Kompromisse Stelle. sind immer schwierig, aber sie sind eben auch das, was in der Politik, was in der Demokratie am Ende von Verhandlungen, Auseinandersetzungen stehen muss. Und ich glaube, natürlich geht es immer darum, wie bleibt man glaubwürdig, wie weit kann man gehen bei einem Kompromiss. Das ist doch völlig klar. Ja. Hier geht es ja aber ein bisschen um was anderes, ist mein Eindruck als Thüringerin. Und wenn ich mir anschaue, was die anderen beteiligten Parteien, auch Katja Wolf, sagt, es geht ja darum, dass aus Berlin festgelegt werden soll, was in Thüringen richtig ist. Und das nervt die Leute natürlich erst recht. Wäre bei uns genauso. Deswegen gibt es da bei uns immer völlig klar Freiheit. Und in Brandenburg war es ja so, dass Herr Woidke relativ schnell gesagt, so ein bisschen im Sinne von Herrn Miersch, der jetzt irgendwie Herrn Schröder wieder rehabilitieren will, das ist schon in Ordnung. Und das ist in Thüringen bei der SPD wie bei der Union anders und offensichtlich ja auch teilweise in Sachsen. Und das ist für mich jedenfalls das Problem. Ob man sagt, es geht gar nicht um Thüringen, sondern wir lassen uns aus Berlin diktieren. Da werden auch die Mitglieder aufgenommen. Und wer Mitglied in Thüringen wird, wird auch in Berlin entschieden. Und dass das Leute verunsichert und nervt, ist natürlich verrückt. Die natürlich zunächst mal im Statut hat, dass in allen Landesverbänden die Mitglieder über den Bund aufgenommen werden, weil junge Parteien immer Gefahr laufen. Ja. Alle möglichen, auch destruktiven Leute, verrückten Extremisten in die Partei zu holen. Ich erinnere daran, wie die AfD sich entwickelt hat. Die haben ihre Gründer nach 2 Jahren und 3 Jahren nicht wiedererkannt. Dann sind die Gründer ausgetreten. Das möchten wir nicht. Katja Wolf zutrauen, dass sie diese Mitgliederstrategie, das hat gar nichts mit Katja Wolf und gar nichts mit Thüringen zu tun. Aber Katja Wolf das ist ja generell schon sagen, unsere Mitgliederstrategie. Wer bei ihr Mitglied wird. Also ich glaube, das könnte man Katja Wolf und auch den anderen Landesvorsitzenden, die meisten kennen sie ja, den könnte man schon zutrauen, dass sie das richtig machen. Wir sind doch jetzt auch nicht seit gestern in der Politik, sowohl bei den Grünen als auch bei der CDU. Bei uns sind gerade 13.000 Leute eingetreten in 10 Tagen. Bei der CDU weiß ich das sehr genau, dass da auch abgestimmt wird, natürlich mit Herrn Merz, was machen wir und was machen wir nicht. Das findet da genauso statt. Ich gehe davon aus, auch bei der SPD ist das so. Herr Woidke ist da relativ unabhängig, aber trotzdem tun Sie doch nicht so, als ob andere Parteien sich nicht abstimmen, gerade wenn sie in mehreren Ländern gleichzeitig Koalitionsverhandlungen führen. Das findet überall statt.
Zwischen Abstimmen und Wagenknecht, Bestimmen sind wie zwei kann es verschiedene passieren, wenn Sie alle Mitglieder handverlesen, dass dann einer jetzt in Sachsen, in Görlitz, zusammen mit den Freien Sachsen eine Demonstration macht? Die Freien Sachsen sind eine rechtsextreme, wirklich dann auch vom Verfassungsschutz beobachtete Gruppe. Und ein Mitglied des Landtags vom BSW macht mit denen eine Demonstration. Wie kann das denn passieren, wenn Sie doch Ja, das Spinner und hätte nicht passieren Extremisten... dürfen. Also es ist nicht die Freien Sachsen, es ist ein Bündnis, aber dieses Bündnis, haben wir jetzt nachgeschaut, hat zumindest eine Nähe zu diesen Freien Sachsen. Also er hat nicht auf einer Kundgebung der Freien Sachsen gesprochen. Ja. Das wäre, also dann würden wir ihn aus der Fraktion ausschließen. Das ist aber nicht der Fall. Es war ein Bündnis, das allerdings da eine Nähe hat. Ja. Ich halte es für falsch, dass Okay. er dort gesprochen hat. Das haben wir auch deutlich gemacht. Er hat auch selber gesagt, dass er das offenbar falsch eingeschätzt hat. So, sag mal, das ist natürlich, im Osten gibt es da teilweise auch natürlich Bündnisse, wo man vielleicht nicht von außen sieht, wer alles drinsteckt. Und das Anliegen war natürlich ein richtiges. Es ging ja um die Frage, dass ein ziviles Unternehmen in eine Waffenfabrik umgewandelt wird. Ja, das klar, ist ein aber Anliegen, spätestens, dagegen zu demonstrieren, finde ich richtig. Wenn Runen aber auf den es waren Fahnen die falschen, ja, hätte es man war es ja merken auch können. ein Kann man ja Fehler. sehen. Es Wie war ein geht ganz man- klarer Fehler. Aber sehen Sie, genau das ist ein Beispiel. Ja. Wenn Leute von uns Dinge machen, wo die angreifbar und falsch sind, dann fällt das auf die Gesamtpartei zurück. Genau. Gleichzeitig sagen Sie aber, wir sollen aber nicht hingucken, wer bei uns mitmacht und wer dann irgendwas macht. In dem Augenblick, wo die Leute was Falsches machen, sagen Sie mir, das ist aber doch das BSW. Das ist das Dilemma, in dem wir uns Es lässt sich bewegen. nicht so leicht kontrollieren. Mit dem Blick auf die Bundestagswahl. Frau Göring-Eckardt, haben Sie gerade einen Kanzlerkandidaten oder Spitzenkandidaten, wie man es auch immer nennt, Wir können Kanzlerkandidaten auf Schild gehoben, der das Heizungsgesetz mit sich nach Hause gehen hat, der für die Rezession in Deutschland mitverantwortlich gemacht wird, weil er Wirtschaftsminister ist. Ist das eine echte Wahlempfehlung für höchste Ämter in Deutschland? Naja, Robert Habeck ist, und das kann man auch nach diesem letzten Wochenende sagen, jemand, der einen klaren Kompass hat. Er sieht auch am besten aus. Und, Das reicht schon? Entschuldigung, nein, das reicht nicht. reicht Nein, auf gar keinen Fall. Man darf ja keine Scherze machen, ich weiß schon, nicht in Talkshows. Aber das, ja, also nicht das, bei Robert Habeck, nicht bei den Grünen, nicht bei der auf gar Situation. keinen Jetzt Fall. gerade. Nein, aber was das Entscheidende ist, er hat den Anstand, auch zu sagen, welche Fehler er gemacht hat. Das ist in der Politik wirklich extrem selten. Ich mache das schon eine ganze Weile. Die allermeisten haben immer noch in dem, was sie vor 10 Jahren gesagt haben, immer noch heute recht gehabt. Er sagt sehr klar, das war ein Fehler. Er sagt, ich habe daraus gelernt. Das ist ein Mann mit Selbstzweifeln. Also die meisten zweifeln ja an den anderen. Robert Habeck zweifelt an sich selbst. Und er spricht auch darüber und redet mit Leuten auf Augenhöhe. Und ich finde, das ist in der heutigen Zeit, wo es kompliziert ist, wo unvorhergesehene Dinge passieren, eine wirkliche Empfehlung, dass man sagen kann, ja, ich bin bereit, mich dem zu stellen. Ich habe gelernt und ich mache das im Übrigen mit Überzeugung. finde, Ihre Wahl, Frau Wagenknecht, Sie sind Spitzenkandidatin des BSW, aber nicht Kanzlerkandidatin. Ist das zu bescheiden? Sollten Sie nicht auch Kanzlerkandidatin dann sein? Wenn es üblich wird, dass irgendwann alle Parteien Kanzlerkandidaten aufstellen, egal welche Werte sie haben, ich finde das ja schon bei 10% bei den Grünen eine kühne Entscheidung, dann werden wir das vielleicht irgendwann auch machen. Aber ich halte das nicht für seriös. Also eigentlich war es mal so, dass die Parteien Kanzlerkandidaten aufgestellt haben, bei denen man irgendwie davon ausging, dass sie auch den Kanzler stellen. Und ich muss ehrlich sagen, also bei Herrn Habeck, es geht ja gar nicht nur um das Heizungsgesetz, sondern es geht darum, er war 3 Jahre Wirtschaftsminister. 2 Jahre ist unsere Wirtschaft geschrumpft und wir befinden uns in einer tiefen Wirtschaftskrise. Viele Menschen, 400.000 Menschen, haben in den letzten 2 Jahren wegen Insolvenzen ihren Job verloren. Inzwischen haben viele bei VW und anderswo große Angst. Eigentlich wollte Aber ich nur er geht wissen, einfach darüber hinweg, als wäre das Nein. alles nichts Dazu- und sagt das will jetzt, ich nicht. er fühlt sich zum Kanzler berufen. Nein, ich finde das das will ich wirklich, nicht. also So, die ich finde Frage- das Dazu will ich unglaublich gerne- eigentlich. Ja, wir werden es nicht ausdiskutieren heute. Aber Eigentlich einen war die Punkt darf ich Frage dazu nach sagen. Ihrem Kanzlerkandidaten und nach Ihrer Kanzlerkandidatur. Das ging jetzt natürlich gegen Robert Habeck. Einen halben Satz dazu. Einen halben Satz Wir sind am dazu, Ende der Sendung. weil wir ja wirklich ganz genau wissen, wie das in den letzten Jahren und Jahrzehnten gewesen ist. Wir sind abhängig gewesen von russischem Gas. Davon hat er uns befreit. Wir sind sinnvoll über den Winter gekommen. Wir sind bei den Erneuerbaren vorne. Und diese Jahrzehnte falsche Politik kann man nicht in 2 oder 3 Jahren reparieren. Vielen Aber die Chance darauf, das zu tun, real zu sind tun, die über haben wir. diese Und wir sollten sie Situation noch ergreifen lange mit nicht hinweg. einer Politik das von stimmt. morgen Wir und nicht sind von wahrscheinlich vorgestern. über diese Situation noch lange nicht hinweg. Und das war auch nicht die letzte Diskussion darüber. Aber für heute ja. Vielen Dank.